Kennt ihr eigentlich die Third-Job-Klassen von Flyve PC, die eventuell auch bei den Flyve Universe kommen? Wenn nicht, dann gucken wir sie uns heute zusammen an und schauen uns, was für Skills sie haben und wie das ganze System eigentlich funktioniert hat. Und wir gucken uns jetzt einfach mal kurz im, in Anführungszeichen, Schnelldurchlauf, aber die Third-Jobs haben tatsächlich auch relativ wenige Skills, deswegen geht es auch tatsächlich wirklich schnell, an, was für Skills die denn so haben, was die so außergewöhnlich macht oder was sie nochmal ein bisschen spezieller macht als zum Beispiel die Second-Job-Klassen und alles, was eben so dazugehört. Ja, wir fangen an mit Harlequin und also die Erweiterung von Akrobat im Endeffekt. Also wir haben Jester und dann haben wir Harlequin und bei Ranger ist es dann der Crack-Shooter. Das steht aber sowieso bei beiden dabei. Und was nicht dabei steht, ist das Level. Also die First Class ist ja auf Level 15, das sind Flyve PC und Flyve Universe gleich. Second Class mit Level 60, auch das ist gleich. Bei der Third Class könnte es durchaus sein, dass es sich unterscheiden wird oder höchstwahrscheinlich, wenn die Third Jobs wirklich kommen sollten, so wie wir sie kennen, weil in Flyve PC ist es tatsächlich so, dass mit 130 der Third Job gewählt werden kann und wenn man ihn nicht wählt, also wenn man ihn nicht macht, dann kann man auch nicht weiter leveln. Also du kannst dann nicht über 130 hinaus leveln, du bist dann so lange stuck auf 130 Jester, 130 Ranger, whatever, bis du dann tatsächlich auch den Job gemacht hast. Und hier finde ich es auch ganz lustig, dass hier das nochmal dabei steht, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Harlequins may use bows, just like the previous Jester Job, but they will not have access to their skills. Also auch hier das gleiche wie ein Jester, er benutzt Jojos und kann Bogen theoretisch benutzen, aber es macht halt einfach keinen Sinn, weil er ist halt designt für das Jojo. Genau. Ja gut, der Rest ist dann eh nicht mehr so relevant, beziehungsweise geht es jetzt dann eigentlich nur noch um die Skills, ja. Und er hat tatsächlich nur 4 Skills. Wie gesagt, die meisten Third Jobs haben nur sehr wenige Skills. Also da gibt es jetzt auch gar nicht mal so ultra viel anzugucken. Machen wir es vielleicht noch ein bisschen größer. Und ja, was sind das für Skills? Es sind 2 Buffs und es sind 2 Single-Target-Skills. Hier muss man natürlich ganz klar dazu sagen, Skills in Flyve PC, abgesehen von PvP natürlich, spielen so gut wie keine Rolle in dem Spiel. Bei den meisten Klassen in Flyve Universe, wo man ehrlich ist, irgendwie auch nicht, weil du machst meistens so viel Schaden, dass sich Skills nicht lohnen ab einem gewissen Level. Vor allem wegen Crit-Rate und Crit-Damage. Und ja, hier ist es aber eben früher schon oder viel früher auch schon so gewesen, dass man diese Skills eigentlich überhaupt nicht wirklich benutzt. Und die sind deswegen nicht so relevant. Interessant, das sind die beiden Buffs, und zwar für Level 130, wie gesagt. Mind's Eye haben wir hier Increase Hit Rate for 5 Minutes und bei Whisper Dodge Increase Melee Block Rate for 5 Minutes. Jetzt natürlich noch die Frage, ja, um wie viel denn? Die Blockrate tatsächlich um 30%, ziemlich viel also, und die Hitrate auch um 30%, wie gesagt, für 5 Minuten. Ob man das dann wirklich noch braucht, vor allem in Flyve Universe aktuell, also Hitrate-Buff würde vielleicht Sinn ergeben, da bin ich mir nicht 100% sicher jetzt auswendig, wie viel jetzt der High-Level-Jester in Flyve Universe hätte, wenn er perfektes Equipment hat. Wahrscheinlich um die 90 bis 100% irgendwas in dem Bereich, also ohne Power-Ups natürlich. Das heißt, der Buff wäre auf jeden Fall irgendwie überflüssig und der Blockrate-Buff bin ich mir ziemlich sicher, dass er relativ überflüssig ist, weil man hatte schon Perfect Block und außerdem ist die Blockrate in Flyve Universe viel niedriger gecapped als in Flyve PC. In Flyve PC waren es über 90%, in Flyve Universe sind es gerade mal 75%. Das heißt, diese 75% erreicht man deutlich leichter und deutlich schneller. Abgesehen davon hat man, wie gesagt, schon Perfect Block und sollte in der Regel eigentlich schon jetzt nicht unbedingt vielleicht auf maximale Blockrate kommen, aber auf jeden Fall in die Nähe davon. Und deswegen wäre ein weiterer Blockrate-Buff hier auf jeden Fall nicht so sinnvoll und Hitrate höchstwahrscheinlich auch nicht so ultra sinnvoll. Ja, dann sind wir schon beim Gegenstück, nämlich nicht mehr dem Ranger, sondern jetzt dem Crack-Shooter. Ein sehr interessanter Name auf jeden Fall. Ja, benutzt weiterhin Bogen, alles andere ist gleich, wie gesagt. Second Job mit 60, Third Job mit 130. Und hier haben wir auch wieder überwiegend Buffs. Also wir haben einen neuen AOE-Skill, der sehr stark ist, by the way. Condor Dive heißt der. Ist ein Target-Skill und man muss halt einfach ein Monster anklicken, angreifen und macht sehr viel AOE-Damage, neutralen AOE-Damage, kein Element. Und ansonsten hat er dann noch 3 Buffs. Also ihr seht schon, es geht eher in die Buff-Richtung bei den Third Jobs, zumindest bei Flyve PC. Und hier haben wir einmal einen Attack-Power-Buff, das ist quasi der Devastating Sting. Dann haben wir den Hit-Rate-Buff, auch hier Farsight, ziemlich nutzlos als Ranger, Crack-Shooter, whatever, da man ja Full Dex ist und damit meistens Hitrate bereits gecapped hat, vor allem ab einem gewissen Level. Klar, wenn man jetzt nicht Full Dex ist, dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber für gewöhnlich ist man das oder man hat auf jeden Fall sehr viel Dex und von dem her ist das vielleicht auch etwas überflüssig. Und dann haben wir Spirit of the Hawk. Ist eigentlich das gleiche wie Hawkeye, der Hero-Skill, den es auch schon bei Flyve PC gab. Der hat die Bogenreichweite erhöht, das
Pardon dazu wäre jetzt in Flife Universe Nature. Und das ist einfach ein Skill, der nochmal die Reichweite erhöht. Ja. Spirit of the Hawk und genau, erhöht die Reichweite. Dann haben wir Force Master, der lustigerweise die Erweiterung des Bill-Posters ist und aber anfängt ab 130 irgendwie Ringmaster bzw. Seraph zu cosplayen. Warum sage ich das? Weil der Force Master tatsächlich nur Buffs bekommt. Seine Buffs, wie aber bei Ranger und Crackshooter, bei Crackshooter und Harlequin meine ich natürlich, ist es so, dass es Party-Buffs sind. Ja? Und das heißt, er kann damit auch andere Leute außer sich selbst buffen, was jetzt hier sozusagen einzigartig ist, von dem, was wir bisher gesehen haben. Das Einzige, was er dafür braucht, ist ein besonderes Item, das nennt sich Force Gem. Spielt aber jetzt gar keine so richtige Rolle, was das ist, weil ich vermute, in Flife Universe würde es das wahrscheinlich nicht geben oder vielleicht würde es auf jeden Fall anders aussehen. Jedenfalls, er braucht ein spezielles Item dazu, um diese Buffs ausführen zu können. Und genau, dann kann er eben 4 Buffs nutzen. Das sind AoE-Buffs, also jeder, der in der Party ist mit dem Force Master und in der Nähe steht, erhält den Buff ebenfalls. Also er bufft quasi alle um sich herum sozusagen. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Du machst dann mit deinem Knuckles so einen Schlag auf den Boden und dann hast du halt diese Auren um dich. Die sehen auch unterschiedlich aus. Es gibt eine rote, es gibt eine lilane, whatever. Ist nicht so wichtig, sieht aber ganz cool aus, muss man tatsächlich sagen. Und da gibt es eben die verschiedenen Effekte. Also wir haben hier einmal Magic Attack, Attack Speed, Attack Power und Crit Chance. Was sich schon ziemlich gut anhört und ja, es ist auch ziemlich gut. Also Attack Speed ist plus 20%. Gut, kein Mensch braucht Attack Speed im High Level. Magic Damage plus 300 ist sicherlich nicht schlecht, aber im Vergleich zu dem, was wir gleich sehen werden, ist es auch relativ lächerlich, kann man fast sagen. Dann haben wir eben Crit Chance plus 45%, einfach 45%. Hält alles 5 Minuten, by the way. Diese ganzen Third-Job-Buffs halten aus irgendeinem Grund alle 5 Minuten. Das ist viel zu kurz, aber redet man nicht drüber. Jedenfalls, ja, 45% Crit-Rate und dann haben wir noch 180 Damage, Additional Damage quasi. Also man sieht, der Force Master ist ja von der Rolle her plötzlich ganz anders, macht eigentlich auch wenig Sinn. Also er kriegt die Buffs zwar selber auch, also von dem her ist es natürlich für ihn gut, aber plötzlich wird er einfach so, wo das ja gar nicht zu Force Master passt, weil ein BP oder ein Force Master, der bufft ja eigentlich niemanden, sage ich mal, das ist ja die Aufgabe vom Seraphen und vom Ringmaster. Und von dem her fand ich immer das ein bisschen komisch, dass man einer Klasse ja plötzlich so eine riesige Macht zuschreibt in Form von AOE-Buffs, die nur diese Klasse besitzt. Fand ich damals ein bisschen weird. Es hätte für mich mehr Sinn ergeben, wenn jede Klasse einen so einen Buff gehabt hätte. Aber der Force Master hatte diese Buffs und hat damit eine ziemliche Alleinstellung gehabt, vor allem was die Damage-Dealer anging. Dann haben wir den Seraphen, die Erweiterung des Ringmasters. Hier ist es so, da ändert sich gar nichts, also er benutzt einfach weiter Sticks von den Waffen und Ausrüstungen her. Und er hat natürlich ein paar mehr Skills, ist ja logisch. Er ist ja auch ein Magier bzw. ein Supporter und hat damit natürlich auch ein bisschen mehr Bedarf vielleicht. Und er hat hier auch sehr viele verschiedene Fähigkeiten, muss man wirklich sagen. Das ist sehr einzigartig. Wir haben hier einmal Breath of Life. Recover target party members HP over a predetermined amount of time. Also das ist quasi Heal over time. Der Skill ist actually ziemlich nice. Er ist nicht ultra stark leider, muss man sagen. Aber ich fand ihn immer ganz nützlich, vor allem in Dungeons, wo man jetzt nicht auf einen Schlag sehr viel Schaden bekommt, sondern halt immer mal wieder so ein bisschen Damage. Also ich habe den tatsächlich aktiv benutzt teilweise. Ist eigentlich ein ziemlich cooler Skill. Natürlich heutzutage ein bisschen outdated, vor allem von der Menge an Heilung, die dadurch erzeugt wird. Es ist ein bisschen wenig, aber ich finde es persönlich ziemlich cool. Dann wird das Divine Prosperity, Heaven Step und Raiment of Rises. Auf Deutsch heißen die Blessed Step, Blessed Armor und so weiter. Also ganz andere Namen, by the way. Jedenfalls sind das wieder AOE-Buffs, wie die vom Force Master. Und die Prosperity und Rises ist einfach Verteidigung und HP. Beides in Flat, also nicht in Prozenten, sondern Flat. Also ziemlich uninteressant eigentlich. Interessanter ist vor allem Heaven Step von den Skills hier noch. Und das erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 42%. Ist damit also besser als das beste Quickstep. Und das ist ziemlich heftig, weil 42% Laufgeschwindigkeit plus maximales Quickstep, da gehst du ab wie Schmitz Katze. Und das ist auch richtig geil. Das ist auch der beste Buff von Seraph, meiner Meinung nach. Und auch der, wo er wahrscheinlich am beliebtesten ist, weil es einfach richtig geil ist, so schnell zu sein. Und ja, ziemlich cool. Dann haben wir Priest's Grasp. Grants the caster a chance to stop an enemy in their tracks. Ist im Endeffekt Routing, also nichts Neues. Feather heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und dann haben wir noch Soul of Rises. Cast a protective shield around yourself that absorbs PvP damage. This shield will last for 5 minutes until you absorb max damage or you are the target of a healing spell.
Also das ist tatsächlich Barrier of Life fast schon das gleiche Symbol, oder? Ich glaube, es ist sogar das gleiche Symbol, jetzt wo ich so dran denke. Also haben sie anscheinend auch sich ein bisschen Inspiration von genommen, Flife Universe. Aber wie gesagt, das sind so die Seraph-Skills, das ist alles in einem eigentlich ziemlich cool. Heutzutage müsste man einen oder anderen Skill vielleicht mal ein bisschen updaten, was die Höhe der Skills oder die Werte angeht. Aber an für sich ein ziemlich gutes Kit an zusätzlichen Buffs, Skills. Als nächstes haben wir Mentalist, der leider auch in Flife PC eine fast schon designierte Rolle bekommen hat mit dem Third Job, muss man so sagen. Und zwar ist es beim Mentalist so, dass er auch 3 Buffs bekommt, diesmal aber Debuffs. Ja, also wir haben ja bisher Party-Buffs und sowas gesehen und Self-Buffs, aber er bekommt tatsächlich 3 Debuffs. Er bekommt 2 Skills, Aether's Grasp und Whatever Scream, die er auf Gegner anwenden kann, um Schaden zu machen. Nichts Besonderes, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also jetzt auf jeden Fall nicht so ultra relevant. Und dann hat er eben diese 3 Debuffs. Decreased Attack Speed of the selected target up to 25 seconds. Decreased Attack Power of the selected target for 25 seconds. Und Decreased Defense um 25 Sekunden. Und das ist tatsächlich extrem hilfreich. Der beste von diesen Buffs ist übrigens der Attack Speed Buff. Kann man sich ja bestimmt vorstellen. Attack Power und Def sind auch nicht irrelevant, also machen definitiv auch den Run angenehmer. Also vor allem Defense natürlich verringern, dass man mehr Schaden macht, ist natürlich auch gut. Aber der wichtigste Buff, vor allem in Flife PC, war immer Attack Speed. Einfach aufgrund dessen, dass die Bosse in Flife PC AOE-Stunts machen konnten, AOE-Debuffs auch auf die Gegner, also auf die Spieler quasi anwenden. Und je langsamer ein Boss angreift, desto seltener triggert er Stunts, AOE-Stunts, AOE-Debuffs, AOE-Buffs, whatever. Also je langsamer ein Gegner ist, desto besser ist es für dich. Vollkommen egal, was der jetzt genau für Fähigkeiten hat. Wenn er langsam ist, dann ist es für euch gut, weil er dann weniger von seinen Fähigkeiten einsetzen kann. Und das war einfach richtig geil und die anderen beiden Buffs waren auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Und das war ein richtig cooles Kit. Hat aber halt leider dafür gesorgt, dass Mentalist eigentlich auch immer nur als Debuffer angesehen wurde. Man konnte ihn natürlich auch normal spielen, keine Frage. Aber die allermeisten Leute haben hier den Mentalist, aka Psykeeper, nur als Debuffer gesehen und verwendet. Arcanist ist die erste Klasse, die wir jetzt sehen, die Erweiterung von Elementor, die durch ihren Third Job tatsächlich ein direktes Upgrade in Spielstil, kann man sagen, bekommen hat und auch eine Änderung des Spielstils mehr oder weniger, da es die von den Klassen, die wir uns angeguckt haben, bisher auf jeden Fall die einzige ist, die hier wirklich auch skilltechnisch einen kompletten Wandel erlebt. Und zwar liegt das an dem Skill Everstorm. Everstorm ist ein AOE No-Target-Spell, also im Endeffekt genauso wie Electric Shock von Elementor. Calls down a lightning storm to shock any and all nearby enemies. Keine Ahnung, warum das nearby auseinander steht, aber egal. Und zwar ist das deswegen heftig, weil der Skill auch zusätzlich stunnen kann. Ja? Und das ist das, was im Endeffekt diesen Skill so unfassbar gut macht. AOE, No-Target und Stun. Das ist quasi die heilige Mutter aller AOE-Skills sozusagen. Es geht eigentlich nicht besser. Das Einzige, was noch besser wäre, wenn der Skill tatsächlich ranged wäre, aber ein Ranged-Skill kann niemals No-Target sein. Wie würde das funktionieren? Das ist halt das Einzige, was sozusagen schlecht ist. Also der Elementor bzw. Arcanist wird dadurch automatisch zum Face-Tank AOE. Aber es macht auch Sinn, weil alle seine AOE-Angriffe erstens extrem stark sind, weil der Skill einfach so viel Schaden macht und zweitens auch noch zusätzlich stunnen können. Und das macht ihn extrem overpowered, vor allem mit 200% Cast-Time natürlich. Und die anderen Skills spielen tatsächlich keine so gigantische Rolle, zumindest nicht fürs PvE. Und zwar haben wir hier, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt, ich habe sogar Arcanist bis 170 gespielt. Harness the elements around you and form them into a sphere. Once the sphere is formed, you will launch the sphere at your enemy. Force your target into a coma. Ach, Sleeping. Ja gut, okay, daran erinnere ich mich natürlich schon noch, aber für PvE jetzt nicht so relevant gewesen. Sehr nerviger Skill für PvP, da konnte man Leute 50 Sekunden lang, glaube ich, schlafen lassen oder so. Richtig nervig. Ja. Und dann haben wir noch Spectral Javelin. Harness the elements around you and form them into a javelin. Once the javelin is formed, you will launch the javelin at your enemy. Ja, also die beiden Skills spielen auf jeden Fall keine Rolle. Sleeping für PvP und Everstorm war, wie gesagt, dieser Nonplusultra AOE-Skill. Der Blade bekommt als Third Job den Slayer. Slayer ist aber, finde ich, von den Third Jobs tatsächlich die uninteressanteste und enttäuschendste Erweiterung, kann man fast sagen. Er bekommt hier Blessing of War, einen Self-Buff, der 550 Attack-Power gibt. Aber Attack-Power, das ist quasi Flat Attack damit gemeint, spielt also keine so riesige Rolle, kann man tatsächlich sagen. Ist natürlich nicht irrelevant, aber er verändert jetzt nicht den Schaden irgendwie nochmal mal 2 oder sonst was man bei Blade normalerweise erwarten würde ab einem gewissen Level oder ab einem gewissen Punkt. Ist hier lediglich nochmal eine Erweiterung
des Schadens, aber kein Game Changer. Crossblood ist ein AoE-Target ohne AoE-Skill ohne Target. Ist nicht schlecht sicherlich, aber naja, ich meine, wann AoE-Blade schon mal wirklich. Und Deadly Axe und First Blood sind Selected Target Skills, also Single Target Skills. Und naja, ein Blade benutzt niemals Skills, weil er mit Auto-Attacks so viel Schaden macht, dass es einfach keinen Sinn ergibt. Ja, dann würde ich hier leider schon runtergescrollt. Wir haben hier Templar. Er hat tatsächlich 6 Skills bekommen. Die Erweiterung des Knights. 2 von diesen Skills waren wohl ursprünglich mal dafür designt, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, für Anku's Asylum. Beide sollen die Agro-Rate erhöhen. In Flyff funktioniert das Agro-System auch ganz anders als im Flyff Universe. Da gibt es nämlich so Agro-Punkte, die man steigern muss. Und es gibt verschiedene Dinge, die die Agro eines Monsters auf den Spieler selbst erhöht. Also es ist tatsächlich ein relativ komplexes System. Das haben sie bei Flyff Universe tatsächlich nicht übernommen, dieses System. Und genau, deswegen machen die Skills jetzt in dem Zusammenhang eigentlich auch keinen so wirklichen Sinn. Man kann im Endeffekt sagen, sie haben diese beiden Skills mehr oder weniger zusammengefasst in Templars Call oder in Call of Fury heißt das jetzt im Flyff Universe. Und das ist im Endeffekt einfach ein Skill, der Agro erhöht. Und im Flyff Universe haben sie das halt wie gesagt gemacht, dass es nicht Agro erhöht oder so, sondern dass du 1000%ig Agro bekommst, ohne Wenn und Aber und auch nur einen kurzen Cooldown hast. Und deswegen, ja, brauchen wir da jetzt eigentlich gar nicht mehr so groß drüber reden. Hier haben wir noch Heart of the Tower, ist noch ganz interessant. Der erhöht tatsächlich die Death von dem Knight. Das ist tatsächlich kein schlechter Skill. Fand ich immer eigentlich ziemlich cool. Bekommt man doch deutlich weniger Schaden, wenn man den aktiviert, zumindest in den nicht neuesten Erweiterungen vielleicht. Dann Maelstrom Strike ist ein neuer AoE-Skill für Knight mit einer Two-Hand-Axe, ist auch nice. Und Shield Bash und Sky Splitter. Das eine ist ein Shield-Skill, das andere ein One-Hand-Skill. Also beides im Endeffekt für Schwert- und Schild-Knight sozusagen. Shield Bash gibt es, glaube ich, in Flyff Universe eh schon. Haben sie, glaube ich, auch schon übernommen. In den Mercenary, glaube ich. Und Sky Splitter, naja, ist einfach ein Powerful 1v1-Skill. Aber wie schon gesagt, eigentlich benutzt man ja keine 1v1-Skills grundsätzlich. Deswegen spielt auch das hier eine deutlich ungeordnete Rolle als die meisten anderen Skills. Und ja, das waren alle 8 Third-Jobs, die es gibt und alle ihre Skills. Also ihr seht schon, man hat schon damals gesagt, naja, ich meine, was will man da jetzt noch großartig anders machen? Die haben dann einfach allen nochmal neue Skills gegeben. Vom Gameplay her ändert sich eigentlich bei keinem was, außer Elementor, wie gesagt, weil er halt eigentlich ab 130 nur noch Eva-Storm benutzen, alle anderen Skills davor basically keine Rolle mehr spielen, kann man fast sagen. Außer Lightning Mastery halt von Elementor, weil das ist ja ein Blitz, also es ist ein Blitz-Skill, das habe ich vorhin nicht gesagt, glaube ich. Also Blitz erhöht tatsächlich den Schaden des Skills, aber ansonsten spielt es keine Rolle, was sich da noch so geändert hat bei den meisten anderen, weil es sind eigentlich nur Erweiterungen von dem, was sie bisher sowieso schon so gemacht haben. Einzige Ausnahme halt Elementor/Arcanist. Die anderen spielen genauso wie davor und haben halt hier und da einen Buff dazu bekommen and that's basically it. Ob dieses System jemals im Flyff Universe kommt, ist natürlich nicht sicher. Es spekulieren nur sehr viele Leute drauf, es hoffen sehr viele Leute drauf, ich persönlich auch. Und man kann da auf jeden Fall natürlich noch mehr draus machen. Die Frage ist halt natürlich nur, wie das aussehen würde, welche Skills beibehalten werden, welche geändert werden. Manche gibt es, wie gesagt, schon in Flyff Universe. Also sie müssten auf jeden Fall eine Menge an dem System ändern, denke ich, wenn sie es wirklich in Flyff Universe einführen wollen. Und das ist aber, wie gesagt, auch irgendwie was Positives, weil das heißt, wenn es dann tatsächlich kommt, wird es auch anders aussehen und eben Neuerungen mit sich bringen. Und was Neues ist ja irgendwie auch immer was Interessantes. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch das Third-Job-System von Flyff PC ein bisschen näher bringen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video oder Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.